Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Naschküche. Die schöne Weihnachtszeit und Feiertage sind schnell vorbeigegangen. Was steht als nächstes an? Diät machen. Heute machen wir ein veganes Gericht mit dem knackigen Staudensellerie, Cashewkerne und Räuchertofu. Na, dann los! Zuerst machen wir ein Gewürzewasser, ein Stück Sternanis, 5 Gramm Zitronenpfeffer, in einem Teebeutel füllen und zuknoten. Kochendes Wasser übergießen und ziehen lassen. Wozu brauchen wir das? Ich erkläre euch gleich. Ein Stück Räuchertofu aus dem Supermarkt. In der Mitte durchschneiden, dann in Streifen schneiden. Die Selleriestangen gründlich abwaschen, insbesondere an der Innenseite. Und die Endstücke abschneiden. Jetzt entfernen wir die Fäden. An einem Ende vorsichtig einschneiden, die Fäden ganz langsam mit Daumen und Messer abziehen. Dann das Messer schräg führen, die Selleriestange in dünne Scheiben schneiden. Drei Esslöffel geröstete Cashewkerne beiseite stellen. Lauchzwiebel in dünne Scheiben schneiden, die weiße Hälfte und die grüne Hälfte trennen. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne, die weiße Hälfte der Lauchzwiebel einschwitzen. Räuchertofu zuerst in die Pfanne geben. Kurz braten. 4 Esslöffel das Gewürzewasser rein, eine Weile köcheln. Warum? Also, Räuchertofu hat einen neutralen Geschmack. Dadurch wird das Gewürzaroma in Räuchertofu übertragen. Dann die Selleriescheiben auch rein. Habt die Löffel Salz, gut rühren und wenden. Sellerie kann man schon roh essen, also ganz kurz braten. So bleibt er knackig und behält die knallgrüne Farbe. 2 Esslöffel das Gewürzewasser noch dazugeben. Die grüne Hälfte der Lauchzwiebel dazugeben. Schnell wenden. Zum Schluss die Cashewkerne rein. Schnell wenden. Ruckzuck ist es fertig. Staudensellerie ist ein ganz gesundes Gemüse. Er enthält viele Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien. Außerdem hat er noch die wohltuende Wirkung als Blutreinigungs- und Entwässerungsmittel. Und er ist noch fettarm und kalorienarm. Ich denke, durch gesunde Ernährung und mehr Bewegung können wir den Frühling bestimmt besser empfangen. Dann bis bald!